Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich möchte euch heute meinen Aktienkauf im Monat Mai vorstellen, wie gewünscht in der Community-Umfrage. Wir sehen jetzt hier schon die Aktie, um die sich in diesem Video dreht, ist MSCI Inc. MSCI Inc. ist im ETF-Business ganz klassisch unterwegs und ist zum Beispiel zuständig für den MSCI World und legt eben eigene ETFs auf, vermarktet dann eben diese und hat dadurch natürlich wirklich eine extrem starke Marktposition, hat auch einzelne Geschäftszweige im ESG-Rating-Business, also im Klima-Ratings, die man eben ausgibt. Man ist außerdem in Analytics tätig und legt eben diese ETFs wie zum Beispiel den MSCI World auf, den natürlich eigentlich auch jeder langfristig orientierte Investor kennt oder vielleicht sogar im eigenen Portfolio hat. Und ich habe mich dazu entschlossen oder entschieden, dieses Finanzunternehmen in mein Depot aufzunehmen. An der Stelle mal keine Anlageberatung. Ich werde euch jetzt mal die Gründe zeigen, wieso ich die Unternehmen in mein Depot genommen habe und warum ich glaube, dass das langfristig eine sehr gute Aktien ist für mein Portfolio. Und zwar habe ich jetzt hier diesen Investment Case mal zusammengefasst. Wir hatten ja zuletzt eine sehr starke Preisreaktion auf die Quartalszahlen. Die zeige ich jetzt dann gleich noch im Chart. Und dadurch wurde ja auch die Bewertung etwas gedämpft. Also wir hatten einen starken Bewertungsrückgang. Die habe ich jetzt sozusagen als Chance genutzt. Man hat ja hier einen Merger von zwei großen Banken gehabt und dadurch ist die Retention Rate bei MSCI Inc. gesunken. Also man hat dadurch die Quartalszahlen dann leicht verfehlt durch diesen Einmaleffekt. Daraufhin ist aber MSCI wirklich extrem stark abgestraft worden, um minus 10%. Und ich glaube, dass das ja auf jeden Fall eine übertriebene Reaktion war vom Markt. Und ja, grob gesagt, mein Investment Case: Das Unternehmen hat extrem starke Margen, da werden wir auch noch drauf kommen. Noch stärkere Marktposition, also ich würde sagen, noch eine stärkere Marktposition, wie es eine S&P 500, SPGI, also S&P Standard & Poor's eben haben, oder BlackRock. Also auf jeden Fall in diesem Finanzsektor schon wirklich eine sehr herausragende Marktposition. Man hat sehr viele wiederkehrende Einkünfte, also als Abo-Modell mit extrem stark steigendem Free Cashflow. Man hat ein Aktienrückkaufprogramm, das auch immer stark verfolgt wird, und man hat Wachstumsaussichten weit über 10%. Man hat den S&P 500, also den Gesamtmarkt in den USA, in den letzten 10 Jahren stark outperformt. Und wir haben natürlich jetzt auch eine charttechnisch relevante Formation, die ich als Einstiegssignal genutzt habe. Schauen wir mal auf den Chart. Langfristig im Monatschart habe ich mal hier einen Trendkanal eingezeichnet und wir sehen eigentlich, dass die Aktie sich hier in den letzten 10 Jahren, auch schon seit 2012, in einem Trendkanal befindet und hier eigentlich ganz selten mal Korrekturen stattgefunden haben. Bis auf zuletzt jetzt hier oben gab es mal eine stärkere Korrektur, in die ich jetzt mehr oder weniger reingekauft habe. Schauen wir mal auf Wochenbasis. Da haben wir jetzt dieses letzte Unterstützungsniveau eben angetestet nach den letzten Quartalszahlen, die hier ungefähr rausgekommen sind. Und da haben wir eben diesen extrem starken Kursverfall gesehen. Und hier unten um den Bereich 450 bis 460 US-Dollar habe ich mich dazu entschieden oder entschlossen, die Aktie in mein Depot aufzunehmen und habe eben diese Unterstützungszone, die hier unten ist, im grünen Bereich, genutzt, um hier einzusteigen. Ich habe jetzt zunächst mal 2 Tranchen platziert, also eine dritte Tranche wäre noch ausstehend bei mir. Ich habe als Einstieg jetzt hier diesen kleinen Mini-Boden, der hier gebildet wurde, genutzt. Und man sieht doch jetzt, ja, der Aktienkurs ist mittlerweile schon wieder deutlich gestiegen. Also seit Bruch dieses kleinen Trends schon um 5% knapp. Und wir sind jetzt kurz davor, auch die Kurslücke wieder zu schließen, die hier aufgerissen wurde. Das ist natürlich auch ein extrem bullisches Zeichen, wenn diese Kurslücke so schnell geschlossen wird. Von dem her, im Moment war es ein guter Einstiegszeitpunkt hier unten. Und was natürlich auch schön zu sehen ist, ist, dass hier dieser Wick auch relativ gut aufgekauft wurde hier unten am Wochentief und wir hier auf Wochenschlussbasis bei 477 US-Dollar geschlossen haben. Also ich erwarte langfristig, dass das Unternehmen wieder weiter stark wächst und eher wieder so wie in den Vorjahren
wieder eine etwas höhere Bewertung anzielt und weiter nach oben ihr nächstes Allzeithoch hier findet in den nächsten Wochen und Monaten. Grundsätzlich hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung, die gar nicht mal so extrem groß ist, und zwar von 40 Milliarden US-Dollar. Wir haben einen Dividenden-Yield im Moment von 1,27%, also ich habe ungefähr 1,3% Dividendenrendite, und wir haben einen KGV von 34. Historisch war das KGV aber noch deutlich höher. Ausschüttungsratio, ja, so von 30-40%. Und jetzt gucken wir mal hier auf die finanzielle Entwicklung von MSCI Inc. Wenn wir auf die Valuation Rate in den letzten 4 Jahren schauen, letzten 5 Jahren schauen, hier hat man teilweise auch schon KGVs von 60-70 oder hohe 30er-Bereiche, also 39, über 40 sogar gehabt. Also da sind wir jetzt im Moment mit diesem 34er KGV eigentlich sehr, sehr günstig im Vergleich zur Vergangenheit. Wenn man das Wachstum anschaut, also Net Income und Umsatzwachstum, ist immer jedes Jahr stetig gestiegen, genauso wie die Margen sind immer stetig gestiegen. Also selbst in Corona konnte die um 0,03% gesteigert werden, die Netmargen. Also wirklich eine extreme Marktmacht, die das Unternehmen hier hat. Man hat Umsatzwachstum, das Net Income wächst mit und die Margen können weiter ausgebaut werden. Hier sieht man mal den Umsatz, in was aufgeteilt wird. Also einerseits in die Indexing, wie ich schon genannt habe, eben MSCI World zum Beispiel. Die Analytics, also auch für andere Unternehmen, die das dann eben als Hedgefonds zum Beispiel nutzen, um für sich selber irgendwelche Analytics eben zu machen für Einzelaktien oder für ihr eigenes Portfolio. Und hier dieses ESG-Rating, also Environmental, Social and Governance and Climate. Und dann hat man noch hier irgendwas mit Private Assets, aber das ist weniger wichtig. Ja, wo macht man seine ganzen Umsätze? Also hauptsächlich in den USA zu 41%, in United Kingdom zu 16%, in Asien und Australien zu 12%, und da hat man noch so ein bisschen Japan und eben auch EMEA, also Europa. Hier sieht man nochmal die Dividendenhistorie, also wir sehen, seit 2019 wurde hier sehr stark gesteigert, und historisch gesehen sind wir auch jetzt hier auf einem sehr hohen Dividenden-Yield-Niveau. Also 1% Dividendenrendite hat man hier selten bekommen. Schauen wir mal auf die Financial Health. Hier sehen wir, dass das Unternehmen so einen Verschuldungsgrad von ca. 3-4 hat, historisch gesehen. Das ist aber jetzt nicht unüblich. Ist auch ehrlich gesagt etwas höher für so ein Unternehmen, weil ja, es ist ja kein CapEx-getriebenes Unternehmen. Man braucht hier eigentlich nicht viele Schulden, um dieses Unternehmen zu führen. Man hat keine großen Investitionen, die man tätigen muss. Ja, da stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so? Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Hier auch nochmal das Net Income mit dem Total Revenue und dem Gross Profit. Also eine wunderschöne Steigerung, die wir hier sehen. Hier unten auch die Steigerungen Year over Year. Und hier sind wir immer im Schnitt so um 10, 11, 12, 13% gewachsen, jedes Jahr beim Umsatz. Das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und beim Net Income sind wir hier teilweise sogar noch stärker gewachsen. Also das gefällt mir persönlich sehr gut bei dem Unternehmen. Auch die Total Assets sind stetig mit den Liabilities gewachsen, also eigentlich völlig im Rahmen, völlig in Ordnung. Gucken wir mal auf den Free Cashflow. Der Free Cashflow ist von 2017 auch jedes Jahr extrem angestiegen und hat zuletzt 1,21 Billion US-Dollar betragen. Also hier auch eine wunderschöne stetige Steigerung. Keine Zyklik im Businessmodell, das mag ich nämlich auch nicht, wenn das Unternehmen einmal sehr viel Geld verdient und dann am nächsten Jahr fast nichts mehr. Also hier wirklich Recurring Revenues, sehr schön. Guck mal auf die ausstehende Aktienanzahl, die lag 2017 noch bei 90,1 Millionen und beträgt jetzt nur noch 79,09 Millionen. Also man hat hier auch immer wieder die Aktienanzahl reduziert, und zwar nicht gerade wenig. Und das ist auch der Punkt, warum man so viele Schulden hat. Also man versucht hier mit Fremdkapitalhebel die eigenen Aktien zurückzukaufen und eben die Shares Outstanding zu drücken. Das führt natürlich dazu, dass die Earnings per Share, also die Gewinne pro je ausstehende Aktie, steigen, weil eben eigene Aktien vernichtet werden. Und daher wird auch wahrscheinlich in Zukunft nicht wirklich die Schuldenlast reduziert werden. Kann natürlich sein, dass es kurzfristig der Fall ist wegen den höheren Zinsen. Aber in Zukunft wird man auch weiter diesen Schuldenhebel nutzen. Und das finde ich auch in erster Linie eigentlich eine gute Strategie und eine gute Taktik. Ja, hier ganz unten in lila die Netmargin von 2017, da hat sie noch 23,86% betragen. Die beträgt mittlerweile, sage und schreibe, 45,42%.
Also das ist ja eine Steigerung um 2/3 oder 70% Steigerung in den letzten 6, 7 Jahren der Net Margin, also extrem krasse Steigerung, wirklich sehr, sehr gut. Und die Gross Margin konnte aber im gleichen Zeitraum hier nur um 4% steigern. Also man sieht, man konnte seine Macht hier deutlich ausbauen und wirklich eine Preiserhöhung extrem einfach durchsetzen. Ja, das gleiche, hier sieht man nochmal die Dividendenentwicklung und die Payout Ratio. Also die war immer so zwischen 30 bis 40% und die wird auch schon lange gesteigert hier, die Dividende. Also sieht alles sehr gut aus. Wenn man auf den Ausblick mal anschaut, mal guckt, dann sieht man auch, man erwartet hier weiter Earnings per Share Wachstum. Die Revenues sollen auch weiter stark wachsen. Also von dem her auch alles völlig in Ordnung. Hier sieht man nochmal die Aufteilung der einzelnen Quellumsätze. Ja, hier nochmal Indexing mit 1,5 Billionen US-Dollar auf jeden Fall am allerwichtigsten. Also für mich ein absolutes Top-Unternehmen, hochqualitativ, wirklich ein Compounder und kein Unternehmen, was ja, zyklisch ist, was keine stetigen Cashflows hat. Also mir persönlich immer sehr wichtig ist, steigender Cashflow, der muss jedes Jahr steigen, außer es gibt mal irgendwelche Einmaleffekte. Und das war ja jetzt eben hier auch der Fall zuletzt mit diesem kleinen Merger, den MSCI hier hinnehmen musste von eben verschiedenen Banken in ihrem Sektor. Und man ist hier auch selber in so Art Technology Services, also auch schon im Finanzwesen als Data Processing Unternehmen hier am Aktienmarkt. Man ist auch Mitglied vom S&P 500, also so ein sehr, sehr wichtiges und eigentlich auch sehr bekanntes Unternehmen, auch wenn es natürlich weniger bekannt ist wie der dazugehörige Index mit dem MSCI World. Aber für mich persönlich auf jeden Fall ein Top-Investment im Moment. Und wenn ihr jetzt noch mehr Positionen aus meinem Depot vielleicht sehen wollt und euch das Video gefallen hat, dann lasst ihr gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.